herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der neuen Brickworld, aus der Brickworld 2.0. Auch heute geht es endlich weiter mit dem Umzug, mit ein paar Anpassungen, Umbauarbeiten, und zwar möchte ich heute was ganz Großes machen. Und zwar heute soll, nachdem wir das letzte Mal, wie ihr hinter mir seht, den Häuserblock umgezogen haben und beleuchtet haben, beziehungsweise nicht Beleuchtung haben, sondern die Beleuchtung angeschlossen haben, alles verkabelt haben, möchte ich heute mit dem Bahnhof anfangen. Der Bahnhof soll umziehen. Wir werden ein paar Löcher reinsägen mal wieder, die Verkabelung mal schauen, wie weit wir kommen. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen Teile dafür, um das fertig zu kriegen. Die habe ich bestellt, sind leider noch nicht da, aber optisch wird der Bahnhof heute umziehen. Wir schauen mal, wie das Ganze aussieht, wenn er dann hier drin steht. Wir werden natürlich dann, nicht unbedingt heute, aber in absehbarer Zeit, ich denke im nächsten Update-Video wahrscheinlich schon, die Gleise dahinter mal verlegen. Das hatten wir ja schon mal so testweise gemacht, bevor überhaupt hier irgendwelche Tische drin standen. Das wird wahrscheinlich das nächste Update-Video sein. Aber heute machen wir erstmal den Bahnhof hin und schauen einfach, wie das Ganze aussieht. Vor allem die Sichtachse, die es dann ergibt von hier Richtung Bahnhof. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Bleibt dran, gleich geht's los. So, also nicht wundern, hier herrscht ein bisschen Chaos, ist ja alles Umzugschaos, aber wie gesagt, das hier, der Bahnhof heute, der soll heute rüber umgezogen werden. Ich bin ein bisschen gespannt, ob das Ganze heil ankommt. Ich bin auch gespannt, ob die Modularität erhalten geblieben ist. Und ihr seht ja auch jetzt hier, dass das alles sich ein bisschen verbiegt. Das war auch der Grund, warum wir in den letzten Monaten oder Wochen nicht mehr groß daran weitergearbeitet haben. Aber wenn er jetzt in neuen Räumlichkeiten steht, wird er erstens auch besser zur Geltung kommen, weil wir auch die anderen Seiten anschauen können. Und vor allem, wir können eigentlich weiterbauen. Also das würde ich auf jeden Fall heute gerne weitermachen, beziehungsweise überhaupt schaffen mit euch zusammen. Und dann schauen wir einfach mal, wie das Ganze gut drüben ankommt. Drückt mir die Daumen. Ich werde es wahrscheinlich brauchen. Wie ihr sehen könnt, sind die ersten Module des Bahnhofs zum größten Teil unbeschadet hier drüben angekommen. Jetzt sieht man auch zum ersten Mal, dass die Modularität ganz gut funktioniert hat. Also ich habe das Ganze hier in Modulen gebaut, aber auf dem Tisch nebeneinander stehen. Das heißt, ich war mir nie 100%ig sicher, ob wirklich alles modular geblieben ist und ich nicht aus dem was zusammengebaut habe. Aber man sieht es zum ersten Mal so richtig, wie die Module so aussehen. Hier seht ihr das Modul, das in der Mitte hinten ist. Das ist der Aufgang nach oben in die obere Etage. Sieht man zum ersten Mal, wie schön das geworden ist mit den Modulen. Also es ist wirklich gut gelaufen. Hier verschiedene Einsätze. Das ist ja relativ unfertig. Das hier ist der obere Teil von dem, kommt hier oben drauf. Dann sehen wir hier die erste Klasse Lounge, wie weit sie bisher ist. Und das ist das Modul, in dem der Musikladen zum Beispiel ist. Sieht man auch, dass da die Wände tatsächlich nicht existent sind, denn die Dinger werden einfach nur eingesetzt und die Wände an sich bleiben konstant komplett an dem Hauptmodul, einfach um die Stabilität zu erhöhen. Aber wenn es zusammengesetzt ist, sieht man das gar nicht mehr. Also hier ist dann zum Beispiel ein Fenster, ich glaube hier auch. Und so sieht das Ganze dann aus. Dann haben wir hier noch ein Modul, auf dem hier unser kleiner Blumenladen drin ist, als auch dieser Gamingladen. Hier ein Wartebereich hier und hier unser kleiner Krabbenstand. Und hier ist das Modul, in dem das chinesische Restaurant ist, also eins von den vorderen Modulen, wo dann oben drauf ja demnächst hoffentlich dann der Lego-Laden endlich kommt. Und hier ein weiteres Modul, das ist der Blick nach unten. Da müssen wir auch noch schauen, wie wir das machen. Das werden wir auch noch ein bisschen umbauen im neuen Layout. Da haben wir hier unseren Kiosk drin und hier unseren Handyladen. Und das ist ja dann die Seitenansicht, wo man dann später reinschauen kann. Es fehlen noch ein paar Module, die hoffentlich auch noch einigermaßen unbeschadet hier rüberkommen. Bisher ist der hauptsächliche Schaden, dass mir hier, wo war das denn? Hier hinten ist mir komplett die Tür rausgebrochen. Ist auch nicht so schlimm, kann man beheben. Ansonsten ist es eigentlich größtenteils unbeschadet rübergekommen. Hier übrigens, das ist die Decke vom chinesischen Restaurant, das liegt falsch rum, das sind die Lampen. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich hole jetzt die restlichen Sachen und dann würde ich mal schauen, dass ich da drüben alles wieder zusammenbekomme. Und hier sehen wir jetzt endlich die erste Stellprobe des Ganzen. Das Ganze ist jetzt ungefähr an der richtigen Stelle, also sagen wir mal zu 99%. Zusammengestellt, nicht irgendwie verbunden, keine Beleuchtung etc. dran, erstmal nur platziert, um einfach die Position herauszufinden. Ihr seht, hier vorne sind noch 3 graue Baseplates, um das Ganze voneinander zu trennen. Hier ist dann später wieder unsere gebogene Straße, hier geht die Straßenbahn rein, das haben wir alles schon mal drüben gebaut. Ansonsten sieht man jetzt auch sehr schön, dass dahinter jetzt sehr, sehr viel Platz ist. Und zwar sind die grauen Platten komplett der Platz dann für unsere 8 Gleise und dahinter ist, wie gesagt, habe ich schon mal erzählt, nochmal eine Baseplate Breite, um dahinter noch vielleicht irgendwas Hübsches hinzubauen, damit das Ganze nicht endet nur mit Gleisen. Und vor allem ist auch sehr interessant der Blick von hier vorne. So wird es dann später mal aussehen. Bin ich auch schon mal sehr, sehr zufrieden. Man sieht auch, dass die Platte hier noch weiter rausgeht momentan. Und vor allem sieht man zum allerersten Mal so richtig, kann man sich
den Bahnhof tatsächlich von hinten anschauen. Wenn Beleuchtung dazu kommt, wird es alles noch sehr interessanter aussehen, auch wenn die ganzen Fronten hier fertig sind. Und wenn hier die Gleise sind, glaube ich, wird das ein sehr, sehr schöner Anblick. Ich bin gespannt. Ich werde mich jetzt darum kümmern, hier Löcher reinzusägen in den Tisch, das Ganze richtig zu verbinden, Verkabelung, Beleuchtung zu machen. Das wird auch noch ein bisschen jetzt dauern, aber wir sind auf einem guten Weg, um den Bahnhof hier an seine richtige Stelle zu platzieren. Endlich ist es geschafft. Es sind alle Löcher soweit drin, die ich brauche, um den Bahnhof jetzt wieder zu platzieren. Wir haben hier die beiden Löcher für den, die Galerie nach unten, hier für den Durchgang nach unten, wo dann die Rolltreppen irgendwann mal reinkommen. Und dann habe ich noch insgesamt 11 Löcher für USB-Anschlüsse. Alle Module haben momentan noch gar keinen USB-Anschluss, aber ich habe jetzt für alle schon mal die Löcher angelegt und auch innerhalb der Platte angelegt. Das müssen wir irgendwann demnächst mal noch machen, wenn es dann weitergeht mit der Beleuchtung des Bahnhofs, aber das ist alles soweit fertig. Hier hatte ich noch ein größeres Problem, und zwar für sich dieser Durchgang dummerweise genau dort, wo ein Brett rübergeht. Das ist das kleinere Problem, aber auch ein Balken. Das heißt, ich muss diesen Balken jetzt unten drunter erstmal rausnehmen und weiter rübersetzen. Das Band ist weiterhin stabil genug, habe ich ausgetestet, aber das war natürlich wieder Arbeit, die absolut unnötig ist. Ich werde jetzt die ganzen Module, jetzt teilweise hier überall im Raum rumstehen, da liegt was, da hinten seht ihr einige Module. Die werde ich jetzt alle wieder draufstellen, ordentlich drauf verbinden und dann schließen wir die Kabel unten drunter noch an und dann denke ich, sind wir für heute fertig. Sieht vielleicht noch viel aus, aber es hat wirklich Stunden gedauert, alles abzubauen, transportieren, hier wieder herzumachen, alles zu platzieren, die Löcher zu machen etc. Aber wir machen heute den Bahnhof soweit fertig, dass er leuchten wird. Unser heutiges Endergebnis. Also der Bahnhof steht jetzt wieder komplett. Ich habe alles miteinander verbunden, soweit wie möglich. Ich habe alle Einsätze wieder eingebaut. Ich habe das Licht, ja, mich darum gekümmert, soweit es hier inzwischen installiert ist. Und man sieht jetzt, es leuchtet. Was ich auch gemerkt habe, ist, man merkt tatsächlich, dass der Tisch deutlich stabiler ist, nicht mehr so schief ist, eigentlich gar nicht mehr schief. Denn die ganzen Teile passen viel besser zusammen, man hat keine Spannungen groß und ja, das ist der Bahnhof. Ihr kennt ihn, aber er ist zum ersten Mal jetzt hier drüben und ich muss sagen, mir gefällt er immer noch gut. Ja, Licht steht, die ganzen Läden leuchten, hier die Beleuchtung in dem Musikladen, hier hinten die ganze Beleuchtung, die ganzen Personen und wenn ich es nicht vergesse, sollte jetzt unten mal eingeblendet werden, wie viele Einwohner die Brickworld jetzt mit dieser Konstellation hat. Das möchte ich eigentlich jetzt fortführen. Ich habe extra die Minifiguren gezählt beim Umziehen in den einzelnen Modulen und wenn ich es nicht vergesse, blende ich es unten ein, ansonsten schreibe ich es einfach in die Kommentare. Aber ja, das ist der Bahnhof. Die Position ist fast genau die gleiche wie vorher. Es ist nur eine Baseplate nach da drüben gerutscht, damit wir dann, wenn da hinten die Stadtmauer hinkommt, in einem der nächsten Videos, wir hier nochmal eine Baseplate Platz haben, damit ein bisschen mehr Platz zwischen Bahnhofsgelände oder Bahnhofsgebäude und Stadtmauer ist. Das haben sich ja einige schon von Anfang an gewünscht. Und im Zuge des Umzugs mache ich das dann jetzt auch. Und ansonsten würde ich sagen, im nächsten Update, denke ich, werden wir jetzt einfach mal hier die Gleise verlegen, einfach um mal zu schauen, wie das Ganze so grob aussieht. Und ja, mehr kann ich jetzt eigentlich nicht sagen. Hier vorne wird sich nicht viel verändern. Brücke ist ein Konstrukt, da müssen wir echt nochmal ganz neu anfangen. Erstens muss sie verlängert werden, wir müssen weiter rüberschieben. Die Gleise müssen eingebaut werden. Das wird auch eine spannende Sache, wenn das hier vorne dann langsam sich wieder verschließt. Und auch Untergrund ist eine Sache, die gehen wir dann irgendwann mal an. Da brauche ich ja nochmal Bretter. Da wird sich auch einiges verändern, wie zum Beispiel, dass man hier ja, ursprünglich hatten wir hier im alten Layout ja diesen Aufzug, der kommt noch irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, ob hier oder irgendwo anders, der funktionale Aufzug kommt auf jeden Fall irgendwo wieder hin. Aber ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich heute geschafft habe. Ist vielleicht nicht ein Riesending aus eurer Sicht, aus der Sicht vieler, aber es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und ich bin sehr froh, dass das ganze Ding hier heil angekommen ist. Das ist tatsächlich das größte bisherige Projekt und wenn man jetzt mal hier entlang schaut, muss ich sagen, freut mich das auf jeden Fall, wie es aussieht. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Bleibt gesund, wir sehen uns und ja, ich bleibe nur zu sagen, tschüss.